Liebe Musikfreunde, diesmal möchte ich Ihnen gerne berichten von meinem aktuellen Auftragswerk zum Beethoven-Jahr 2020. Doch zuerst einen kleinen Rückblick auf den November 2019, als zum über 100. Mal meine Oper Der kleine Prinz aufgeführt wurde, diesmal in der szenischen Erstaufführung für Österreich, in Salzburg durch die innovativen Musikprojekte. Es war schön zu sehen, wie glücklich die Ausführenden auf und hinter der Bühne und im Orchestergraben waren, zusammen mit den Zusehern in 4 ausverkauften Vorstellungen. Die Erben Saint-Exupéry reisten auch diesmal wieder an, diesmal zu 8, was für uns eine große Ehre ist. Doch nun zum Musikprojekt im Beethoven-Jahr 2020. Bereits 2016 trat Dr. Herbert Gröger, ein Musikförderer und Produzent von Musikprojekten, an mich heran mit seiner Idee, ein Werk zu schreiben, das ein fiktives Treffen von Mozart und Beethoven zum Inhalt hat. Und dafür sollte ich Musik komponieren. Ich dachte sofort, wie kann man für diese beiden Musikgiganten eine Musik schreiben, die dann aufgeführt werden soll, anstatt der Musik dieser beiden Großmeister. Aber Dr. Gröger meinte, genau das sei das Interessante, wie ein Komponist des 21. Jahrhunderts das erlebt, fühlt, darauf reagiert. Es gibt die Möglichkeit, Themen von Mozart und Beethoven gegenüberzustellen. Es gibt die Möglichkeit, dem Ingrimm und der Impulsivität Beethovens nachzuspüren mit überraschenden rhythmischen Schlägen. Man kann in die Einsamkeit Beethovens eintauchen und dann sich einen Streicherklang über das Klavier legen lassen, wie einen Schleier. Alles zermalmenden Bergsturz in Tönen darstellen, die Katastrophe, die für Beethoven der Selbstmordversuch seines Neffens Karl bedeutete. Den Text habe ich geschrieben. Das ist das Resultat, 44 Seiten für die 2 Schauspieler und den Liedtext für die Sopranistin, die unsterbliche Geliebte. Der Titel ist Maestro Mozart, ich bin Beethoven. Einsichten aus einem imaginären Gespräch. Die Uraufführung soll in Wien stattfinden im Herbst 2020, an einem Ort, wo Beethoven gelebt hat. Auch in Oxford gibt es Aufführungswünsche noch für dieses Jahr. Die englische Übersetzung von Matthew Falk besteht bereits. Aus einer überzeitlichen Perspektive sprechen Mozart und Beethoven über ihr Leben, über die Zeit nach ihrem irdischen Dasein, in die sie hineinblicken können, und geben Kommentare ab. Geheimnisse, die ihre Folgen hatten, werden gelüftet. Die unsterbliche Geliebte gab es nicht nur im Leben von Beethoven. Und ich schrieb hier einen Walzer der unsterblichen Geliebten.
gab eine musikalische Visitenkarte ab, wie ich mir Mozarts Sinn für Späße vorstelle. Wir freuen uns auf die Uraufführung im Herbst 2020 in Wien. Wie gesagt, an einem Wohnort Beethovens. Bitte verfolgen Sie die Meldungen im Internet und ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns dort sehen.